Nie im Leben werde ich jemals wieder Körbe aus Zeitungspapier mit Jacquard-Muster flechten, dachte ich, als ich an diesem Projekt arbeitete. Aber diese impulsiven Gedanken verflogen schnell. Schließlich ist es wirklich spannend, Körbe aus Zeitungspapier zu flechten. Diesen ungewöhnlichen Korb habe ich meiner guten Freundin geschenkt und sie war einfach begeistert. Aber ich kann immer noch meine Gefühle zu diesem Projekt nicht ganz verstehen. So viele Fehler, Neuansätze, aber auch unerwartete Entdeckungen. In diesem Tutorial werde ich mit euch teilen, wie ich diesen ungewöhnlichen, luftigen Korb erschaffen habe. Lasst uns anfangen. Dieses Projekt, wie auch alle meine anderen Körbe, habe ich vollständig aus Zeitungen geflochten. Natürlich beginnt alles mit der Vorbereitung des wichtigsten Materials, den Zeitungsröhrchen. Nachdem ich die Werbezeitung in gleichmäßige Streifen von 13 cm Breite und 45 cm Länge geschnitten habe, beginne ich damit, die Papierstreifen zu Röhrchen zu drehen. Um gleichmäßige Zeitungsröhrchen im Durchmesser zu erhalten, wickelt man die Papierstreifen am besten auf eine dünne und stabile Stange, zum Beispiel eine Stricknadel. In meinem Fall habe ich eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 1,5 mm verwendet. Falls ihr euch mit den Feinheiten des Drehens perfekter Zeitungsröhrchen nicht auskennt, lade ich euch ein, mein ausführliches Tutorial dazu anzuschauen. Wenn ihr Schwierigkeiten beim Drehen von Zeitungsröhrchen habt, schaut euch doch mein separates Tutorial an. Dort erkläre ich euch ganz genau die 3 häufigsten Fehler, die das Drehen von perfekten Röhrchen erschweren. Alle nützlichen Links findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Hier also die technischen Daten meiner Zeitungsröhrchen. Die Breite des Papierstreifens beträgt 13 cm, die Länge 45 cm, gewickelt auf eine Stricknadel von 1,5 mm und die Zeitungsröhrchen haben einen Außendurchmesser von nur 5 mm. Nachdem die Zeitungsröhrchen fertig sind, gehen wir zum nächsten Schritt über, dem Färben und der Vorbereitung zum Flechten. Für dieses Projekt habe ich 2 kontrastierende Farben gewählt, hellbraun und schwarz. Kurz gesagt, für den hellbraunen Farbton habe ich mehrere Farben mit Wasser in einem bestimmten Verhältnis gemischt. Ich habe die Röhrchen in 2 Schichten gefärbt, einen Alterungseffekt hinzugefügt und die Farbe zusätzlich mit einem farbigen Holzlack fixiert. Den Link zum ausführlichen Videorezept findet ihr in der Beschreibung. Was die schwarze Farbe angeht, wissen die treuen Zuschauer meines Kanals, dass es eine echte Herausforderung ist, einen tiefen, satten Schwarzton zu erreichen. Ich habe mehrere Jahre und unzählige Experimente gebraucht, um das perfekte Rezept zu finden. Und erst im letzten Jahr, als ich an dem Projekt Die Pestdoktor-Maske gearbeitet habe, glaube ich endlich das Geheimnis des perfekten Schwarztons entdeckt zu haben. Doch leider hatte ich beim Färben der Röhrchen für dieses Projekt das magische Rezept noch nicht. Ich bin bereit, alle Details zu verraten, sobald das Video mit der Pestdoktor-Maske seine magischen 666 Likes erreicht. Bis dahin lade ich euch ein, in meine Playlist Rezepte zum Färben von Zeitungsröhrchen zu schauen, wo die besten meiner Experimente gesammelt sind. Für dieses Projekt habe ich die Röhrchen in Schwarz gefärbt, aber das Ergebnis war ziemlich anspruchsvoll. Beim Biegen ist die Farbe auf den Röhrchen gerissen und abgeplatzt. Dieses Problem war eine echte Herausforderung. Damals wusste ich noch nicht, wie ich es lösen sollte. Später in diesem Tutorial werdet ihr die Spuren dieses Problems bemerken. Um die Situation zu retten, musste ich den fertigen Korb nachfärben. Ich gebe zu, ich mag es nicht nachzufärben, aber in diesem Fall gab es einfach keine andere Möglichkeit. Aber ich greife etwas vor. Nachdem die Zeitungsröhrchen ihre einzigartige Farbe erhalten haben, bereite ich sie normalerweise für das Flechten vor. Ich bevorzuge leicht feuchte Zeitungsröhrchen. Leicht feuchte Röhrchen werden biegsamer und mit ihnen lassen sich verschiedene Muster und Produkte leichter flechten. Das erreicht man auf verschiedene Weise. Entweder man trocknet die Röhrchen nach dem Färben nicht ganz durch oder befeuchtet sie nachträglich wieder leicht. Sobald sie fertig sind, kann man mit dem Flechten beginnen.
Nun ist es an der Zeit, zum spannendsten Teil überzugehen, dem Flechten eines quadratischen Korbes. Normalerweise beginnt das Flechten eines Korbes mit dem Boden. Auch bei diesem Projekt bildet das Flechten des Bodens den ersten Schritt. Ich persönlich bevorzuge es, eine Form zu verwenden, da dies hilft, die Gleichmäßigkeit der Wände und die allgemeine Symmetrie des Korbes zu erhalten. Zuerst markiere ich die Ränder des Bodens auf der vorbereiteten Form. Dann beginne ich damit, die vertikalen Ständer entlang der Breite dieses Rahmens zu platzieren. In meinem Fall gibt es jedoch eine kleine Besonderheit. Ich habe die Maße des Korbes auf 30 cm in Breite, Höhe und Länge geplant, während meine Zeitungsröhrchen eine Länge von 45 cm haben. Deshalb sind die Spitzen, die über die Ränder des Bodens hinausragen, relativ kurz. Später werden diese hervorstehenden Spitzen nach oben gerichtet und bilden die vertikalen Ständer für die Seitenwände des Korbes. Damit es mir leichter fällt, sie anzuheben und mit dem Flechten der Seitenwände fortzufahren, verlängere ich alle Ständer im Voraus. So werden die Spitzen länger und handlicher. Das Verlängern der Zeitungsröhrchen ist der häufigste Schritt während des Flechtens und erfolgt ziemlich einfach. Ein Ende des Röhrchens wird angespitzt und auf das breitere Ende eines anderen Röhrchens kommt ein Tropfen Universalkleber zur besseren Haftung. Dann wird das dünne Ende vollständig in das breite Ende eingeführt. Auf diese Weise habe ich alle Ständer verlängert, von denen ich am Ende viele hatte. Jede Verlängerungsstelle der Zeitungsröhrchen versuche ich etwa in der Mitte des markierten Quadrats zu positionieren. Das entspricht genau der Mitte des gesamten Röhrchens. Jetzt sind die Enden, die über die Ränder des Quadrats hinausgehen, lang genug und lassen sich leichter anheben, um die Seitenwände des Korbes weiter zu flechten. Nun gehe ich dazu über, die Ständer gleichmäßig zu platzieren. Damit die Ständer nicht verrutschen, fixiere ich sie mit Malerkrepp. Da ich viele davon habe, klebe ich das Kreppband zur Erleichterung mit der klebrigen Seite nach oben. Im Allgemeinen ist das Köpermuster eine Technik, bei der auf der Flechtoberfläche markante diagonale Streifen gut sichtbar sind. Damit diese Streifen deutlich zu erkennen sind, sollte das Flechten sehr dicht sein, sodass Ständer und Reihen eng aneinander liegen. Meistens werden die Materialien für Körbe in der Köperflechttechnik in flachen Streifen vorbereitet, ähnlich wie Bänder. Aus diesen flachen Streifen entstehen verschiedene Muster und Texturen, die am Ende wie ein gewebtes Tuch aussehen. Zeitungsröhrchen kann man ebenfalls flach machen, damit sie dicht nebeneinander liegen. Dafür sollten sie innen hohl sein, also mit großem Hohlraum. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist es, die Zeitungsröhrchen auf eine dickere Stricknadel zu drehen und schmalere Papierstreifen zu verwenden. Nimmt man beispielsweise Papierstreifen mit einer Breite von 7 cm und eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 2,5 mm, lässt sich das Röhrchen wesentlich leichter flach drücken. Es wird flacher und ähnelt einem Band. Ehrlich gesagt war ich jedoch zu faul, für dieses Projekt solche hohlen Zeitungsröhrchen herzustellen und habe beschlossen, die Köperflechttechnik mit den Zeitungsröhrchen auszuprobieren, die ich bereits habe. Solche Zeitungsröhrchen sind jedoch schwer flach zu drücken. Deshalb habe ich mich entschieden, einen deutlichen Abstand zwischen den Ständern zu lassen, was für die Köperflechttechnik untypisch ist, und zu sehen, was dabei herauskommt. Orientiert an der Markierung meiner Arbeitsmatte platziere ich die Mitte der Ständer in der Mitte jedes Zentimeters. Letztendlich wurde das Gewebe des quadratischen Bodens dadurch sehr luftig. Ein interessanter Effekt wird sichtbar, wenn man den vollständig geflochtenen Boden leicht dreht. Die diagonalen Streifen werden dann deutlich sichtbar. Ich denke, das hat einen gewissen Charme. Nachdem alle Ständer ausgerichtet sind, fixiere ich sie erneut mit Malerkrepp, damit sie sicher in Position bleiben. So sehen meine Ständer im vollständigen Bild aus. Die Enden ragen über die markierten Ränder des Quadrats hinaus. Bevor ich mit dem Flechten der Reihen beginne, teile ich einen kleinen Tipp mit euch.
Der Abstand von etwas weniger als oder etwa einem Zentimeter zwischen den Ständern ergibt ein ziemlich dichtes Geflecht für diese runden und elastischen Röhrchen. Deshalb drücke ich die Zeitungsröhrchen so flach wie möglich. Am einfachsten geht das mit einem Nudelholz, indem man die Röhrchen wie Teig ausrollt. So werden sie schnell und gleichmäßig flacher. Und ja, ich habe kein Nudelholz, also benutze ich, was ich zur Hand habe. Die Zeitungsröhrchen, mit denen ich die Reihen flechten werde, sind ebenfalls verlängert und haben die gleiche Länge wie die Ständer. Auch diese drücke ich flach, damit sie flacher werden. Endlich beginne ich mit dem Flechten der Reihen. Das Muster selbst ist unglaublich einfach. Das Zeitungsröhrchen wird abwechselnd zuerst über 3 Ständer und dann unter 3 Ständer platziert. Indem man das Röhrchen auf diese Weise abwechselnd anordnet, flechtet man bis zum Ende der Reihe. Ich möchte noch einmal betonen, dass an jeder Reihe Spitzen an den Seiten herausragen sollten. Alle diese Spitzen werden später nach oben gehoben, um die Wände des quadratischen Korbes zu bilden. Die folgenden Reihen werden nach dem gleichen Muster geflochten, jedoch mit einem wichtigen Unterschied. Mit jeder neuen Reihe verschiebt sich das Muster um einen Ständer nach rechts. Das bedeutet, wenn das Röhrchen in der ersten Reihe über dem ersten, zweiten und dritten Ständer liegt, dann lege ich es in der zweiten Reihe über den zweiten, dritten und vierten Ständer. Auf diese Weise verschiebe ich das Muster einfach um einen Ständer nach rechts und setze das Flechten bis zum Ende der Reihe fort. Beim Flechten der Reihen sollte man auch auf den Abstand zwischen ihnen achten und ihn möglichst identisch mit dem Abstand der Ständer halten. Im Grunde war es das. Das ist ein sehr einfaches Muster, aber es sieht sehr interessant aus. Das Einzige, was mich zu Beginn etwas verwirrt hat, war, dass ich es nicht gewohnt war, dieses Muster zu flechten und selbst die Verschiebung in jeder Reihe zu regulieren. Aber sobald ich alle Ständer nummeriert hatte, fiel es mir viel leichter, jede neue Reihe zu beginnen und zu zählen, welche Ständer ich über und welche ich von unten flechten sollte. Auf diese Weise habe ich alle Reihen bis zur gewünschten Höhe geflochten, also bis zur markierten Grenze. Die Erklärung dieses Musters ist im Vergleich zur Vorbereitung des Flechtens ziemlich kurz ausgefallen. Aber hier habe ich für mich persönlich das Geheimnis der Köperflechttechnik entdeckt. Die Zeitungsröhrchen sollten flach sein, damit sie sich leichter anordnen lassen. Dieses einfache Geheimnis habe ich verstanden, als ich ein Gewebe für ein kleines Bild flechten wollte. Ich wollte ein Bild mit einem klaren geometrischen Muster gestalten und das Köpermuster ist perfekt für die Erstellung geometrischer Muster. Während ich das Gewebe für das Bild flocht, wurde mir klar, dass die Köperflechttechnik am besten mit hohlen Zeitungsröhrchen funktioniert, die sich leicht zu flachen Röhrchen drücken lassen. Mit runden, dichten und elastischen Röhrchen gelang es mir nicht, sie dicht aneinander zu legen. Am Anfang war ich sogar enttäuscht. Doch als ich das Gewebe für das Bild vollständig fertiggestellt hatte, änderte ich meine Meinung komplett. Der Abstand zwischen den Ständern und den Reihen machte das Gewebe luftig. Das Muster wirkt je nach Blickwinkel unterschiedlich. Genau das inspirierte mich dazu, einen solchen luftigen Korb in der Köperflechttechnik zu gestalten. Und ehrlich gesagt habe ich den Boden in einem Rutsch geflochten, aber bei den Wänden wusste ich lange nicht, wie ich weitermachen sollte. Denn mir kam die Idee, ein geometrisches Muster auf die Wände des Korbes zu flechten. Und da bin ich wirklich hängen geblieben, weil es so viele verschiedene geometrische Muster gibt. Ich habe lange überlegt, welches geometrische Muster am besten in diese luftige Textur passt. Aber ich glaube, ich greife etwas vor. Sobald ich die erforderliche Anzahl von Reihen geflochten und die gewünschte Höhe erreicht habe, platziere ich diesen geflochtenen Boden auf der vorbereiteten quadratischen Form.
Dann stelle ich die Ständer aufrecht und fixiere sie mit einem Band, damit sie in vertikaler Position trocknen und die gewünschte Form behalten. Und das war's, der quadratische geflochtene Boden ist fertig. Der nächste Schritt ist das Flechten der Seitenwände des Korbes. Und hier begannen meine echten Tänze mit dem Tambourin. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, welches Muster ich flechten möchte. Sobald ich mich in Webmuster und Jacquardmuster fürs Stricken vertiefte, war ich von deren Vielfalt überwältigt. Am Ende entschied ich mich für dieses Muster. Bei der Wahl des Musters habe ich 3 wichtige Faktoren berücksichtigt. Erstens, nur 2 Farben. Ich wollte einen zweifarbigen Korb schaffen, bei dem die Ständer eine Farbe und die Reihen eine andere haben. Das erleichtert das Erlernen der Köper-Mustertechnik, da keine komplizierten Farbkombinationen nötig sind. Zweitens, die Größe des Musters. Da die Maße des Korbes 30 cm auf allen Seiten betragen, wollte ich ein zu kleines Muster vermeiden, das nicht auffällt, und ein zu großes, das nicht passt. Also wählte ich eine mittlere Variante. Drittens, der Rhythmus des Flechtmusters. In jeder Reihe sollte das Arbeitsröhrchen seine Position im Vergleich zur vorherigen Reihe minimal verändern. Das Muster sollte also abwechslungsreich sein, ohne durchgehende einfarbige Reihen. Die Logik des Flechtens ist einfach. Die Ständer sind dunkel und die Reihen werden mit hellen Röhrchen geflochten. Das Arbeitsröhrchen wird abwechselnd vor und hinter die Ständer geführt, entsprechend dem Muster. Die Farbe des Röhrchens, das oben liegt, dominiert in diesem Abschnitt. Durch diese einfachen Schritte entsteht das geometrische Muster auf dem Korb. Sobald ich mich für ein Muster entschieden hatte, habe ich es ausgedruckt und mich auf das Flechten der Seitenwände vorbereitet. Erstens, wie bereits erwähnt, habe ich den Boden des Korbes neu lackiert, erneut schwarze Farbe aufgetragen und vollständig trocknen lassen, um alle Lücken zu kaschieren. Zweitens habe ich die Form mit Zentimetermarkierungen beklebt. Beim Flechten des Bodens habe ich eine Handarbeitsmatte mit Zentimetermarkierungen verwendet, was das Ausrichten der Ständer und Reihen erheblich erleichtert hat. Deshalb entschied ich mich, ähnliche Markierungen auch auf den Seitenwänden anzubringen. Das hat den Prozess wirklich vereinfacht. Damit war meine Vorbereitung abgeschlossen und ich begann mit dem Flechten. Doch dann begannen die Fehler, einer nach dem anderen. Erstens, ich habe das Muster falsch gezeichnet. Erst in der 6. Reihe bemerkte ich den Fehler und musste alles auftrennen und von vorne beginnen. Zweitens, ich verirrte mich ständig im Muster, also nahm ich einen Marker und nummerierte alle Ständer. Das war sehr praktisch und half mir, das Muster korrekt zu verfolgen. Und schließlich der 3. Punkt, der mir am meisten Kopfzerbrechen bereitete. Mir gefiel überhaupt nicht, wie jede neue Reihe begann. Das erforderte einiges Nachdenken, um eine Lösung zu finden. Das Problem war folgendes: Da mein Korb luftig wirken sollte, musste ich zwischen den Reihen Platz lassen. Wie beim Boden habe ich beschlossen, die Reihen etwa 1 Zentimeter auseinander zu flechten. Das bedeutete, dass jede neue Reihe 1 Zentimeter höher lag. Beim Übergang von einer Reihe zur nächsten wurde dieser Übergang jedoch zu auffällig. Das Röhrchen verlief diagonal und das fiel ins Auge. Das gefiel mir überhaupt nicht. Also überlegte ich mir, wie ich diesen Übergang kaschieren könnte. Bevor ich mit einer neuen Reihe begann, machte ich eine Umwicklung. Eine zusätzliche Luftschleife um den Ständer. Das half sofort, den Übergang zu verstecken. Aber es hinterließ eine sichtbare Naht. Um diese Naht harmonisch wirken zu lassen, habe ich solche Schleifen auch in andere Teile des Musters integriert. Erneut überarbeitete ich das Muster und markierte die Stellen für diese Luftschleifen. Das Ergebnis: Diese Schleifen fügten nicht nur eine dekorative Note hinzu, sondern verdeckten auch den Übergang zwischen den Reihen. Lasst uns nun der Reihe nach beginnen. Jetzt zeige ich euch, wie das in der Praxis aussieht. Also, es sind 112 Ständer entstanden. Alle Ständer sind einzeln, außer an den Ecken. An den Ecken sind die Ständer doppelt, aber beim Flechten des Musters zähle ich sie als einen.
Die Maße meines Musters sind 14 mal 14. Das bedeutet, dass sich das Muster alle 14 Ständer und alle 14 Reihen wiederholt. Übrigens, den Link zur Mustervorlage findet ihr in der Videobeschreibung. Diese Vorlage eignet sich für Körbe, bei denen die Anzahl der Ständer ein Vielfaches von 14 ist. Ich habe mich entschieden, das Muster von der Mitte aus zu beginnen. Deshalb wirkt die Nummerierung meiner Ständer vielleicht etwas ungewöhnlich. Wie immer markiere ich den Ständer, mit dem ich das Flechten beginne. Für die Seitenwände verwende ich Zeitungsröhrchen, die ich braun eingefärbt habe. Die Röhrchen sind über die gesamte Länge befeuchtet, nur die Spitzen, sowohl die breiten als auch die schmalen, sind trocken. Die Arbeitsröhrchen müssen unbedingt zusammengedrückt werden, damit sie flacher und geschmeidiger für das Flechten bei einer so hohen Dichte der Ständer sind. Um den Prozess zu beschleunigen, rolle ich im Voraus mehrere Röhrchen aus, aber mit einem kleinen Detail. Die dicken und dünnen Spitzen lasse ich ungerollt. Das mache ich bewusst, damit beim Verlängern die dünne Spitze leichter in die breite Spitze passt. So bleiben die vorbereiteten Röhrchen über die gesamte Länge flach, außer an den Spitzen. Während des Flechtens müssen diese runden Verbindungsstellen nach dem Verlängern vorsichtig mit den Fingern zusammengedrückt werden, damit die Röhrchen im ganzen Produkt gleichmäßig aussehen. Also, los geht's mit dem eigentlichen Flechten. Zuerst muss das Arbeitsröhrchen ins Flechtwerk integriert werden. Da ich mich entschieden habe, Luftmaschen in einigen Bereichen des Musters zu verwenden, einschließlich der ersten Ständer, wird das Arbeitsröhrchen auf diese Weise hinzugefügt. Kleber kann direkt an der Befestigungsstelle aufgetragen werden, aber ich bevorzuge es, die Schwänzchen abzuschneiden und sie erst in den letzten Schritten anzukleben. Deshalb lasse ich das abstehende Schwänzchen vorerst, wie es ist. Nun beginne ich gemäß dem Muster die Ständer zu umflechten. Im ersten Reihe wechselt das Arbeitsröhrchen. Mal vor dem Ständer, mal dahinter. So arbeite ich die gesamte Reihe bis zum Ende durch. Die Markierungen auf der Form helfen, sowohl die Geradlinigkeit der Reihe als auch der Ständer beizubehalten. Ehrlich gesagt waren die ersten paar Reihen nicht einfach. Ich habe die Ständer ständig ausgerichtet, damit sie gerade stehen. Mit der Zeit wurde es etwas leichter, aber vermutlich ist es einfach eine Frage der Gewohnheit. Eigentlich mag ich es nicht, mit einzelnen Ständern zu flechten. Sie sind zu beweglich, leicht zu verschieben und ändern ständig ihre Position. Es ist viel bequemer, mit doppelten oder dreifachen Ständern zu arbeiten, da diese stabiler sind. Aber für dieses Werkstück war es nicht möglich, den Ständern mehr Dicke zu verleihen. Ohne die Markierungen auf der Vorlage hätte ich wahrscheinlich nicht nur einen leichten Korb, sondern auch wellige Wände erhalten. Aber das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Wenn das Röhrchen zu kurz wird, verlängere ich es und drücke die Verbindungsstelle sofort mit den Fingern zusammen. Idealerweise sollte man darauf achten, dass die Verlängerungsstellen hinter dem Ständer liegen. Aber bei Werken mit einzelnen Ständern ist das schwer einzuschätzen. Deshalb habe ich beschlossen, dem keine große Bedeutung beizumessen. Wenn es mir gelang, die Verlängerungsstelle hinter dem Ständer zu verstecken, habe ich es gemacht. Wenn nicht, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert.
So, die erste Reihe ist abgeschlossen. Ich bin wieder bei dem Ständer angelangt, mit dem ich begonnen habe. In der zweiten Reihe ändert sich das Wechselmuster und hier ist besondere Aufmerksamkeit gefragt. Sobald das Arbeitsröhrchen die Markierung des Reihenanfangs passiert, muss es genau in der Reihenfolge gelegt werden, wie im Muster der zweiten Reihe angegeben. Außerdem habe ich ab der zweiten Reihe beschlossen, Luftmarschen entlang des gesamten Korbumfangs einzufügen, nicht nur beim Übergang zu einer neuen Reihe. Zuerst mache ich eine Luftmasche, um das Arbeitsröhrchen anzuheben und beginne mit dem Flechten der zweiten Reihe, gemäß dem Muster. Regelmäßigen Zuschauern meines Kanals mag diese Flechttechnik vielleicht vertraut erscheinen, denn ich habe bereits ein Tutorial über das diagonales Relief-Cartoon veröffentlicht. In diesem Video habe ich ausführlich erklärt, wie man mit bestimmten Flechtmustern arbeitet und sogar, wie man eigene Muster für voluminöse Designs erstellt. Diese beiden Techniken sind tatsächlich ähnlich, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Beim Flechten des diagonales Relief-Cartoon reicht es aus, sich das Muster der ersten Reihe zu merken, da die Verschiebung in den folgenden Reihen automatisch durch die Anzahl der Ständer erfolgt. Beim Köpermuster gibt es jedoch keine solche Verschiebung. Jede Reihe hat ihr eigenes Wechselmuster für das Arbeitsröhrchen, was den Prozess komplizierter macht und höchste Aufmerksamkeit erfordert. Dieser Ansatz eröffnet jedoch unglaubliche Möglichkeiten, einzigartige Muster zu erstellen. Wenn du Anfänger bist oder mein vorheriges Tutorial noch nicht gesehen hast, empfehle ich, mit diagonales Relief-Cartoon zu beginnen. Wie immer habe ich den Link zum Video in der Beschreibung unter diesem Video hinterlassen. Im Allgemeinen wurden alle nachfolgenden Reihen nach einem ähnlichen Prinzip geflochten. Sobald ich die Markierung des Reihenbeginns erreichte, änderte sich die Kombination der Arbeitsröhrchen gemäß dem Flechtmuster. Das bedeutet, zusammengefasst wurde dieses Körbchen strikt nach dem Muster geflochten. Ungefähr nach der 5. Reihe wurde das Muster deutlich auf dem Körbchen sichtbar und das Flechten fiel mir leichter, da es intuitiv verständlich wurde, wie die Arbeitsröhrchen abwechseln sollten. Wahrscheinlich ist alles bereits klar und es macht keinen Sinn, den gesamten Prozess zu zeigen, da alles strikt nach dem Muster ausgeführt wurde. Falls euch interessiert, wie ich den Musterabschnitt ab der 9. Reihe geflochten habe, bei dem laut Muster keine Luftmaschen beim Übergang vorhanden sind, dann änderte sich im Prinzip nichts. Alles blieb wie im Muster. Ja, der Übergang zur neuen Reihe wurde ohne Luftmaschen durchgeführt. Wenn man genau hinsieht, ist eine kleine Schräglage des Arbeitsröhrchens dennoch sichtbar. Aber entweder hatte ich mich schon damit abgefunden, dass dieses Projekt so eigenartig aussieht, oder ich hatte mich bereits daran gewöhnt, sodass es mich in dem Moment überhaupt nicht störte. Der gesamte Prozess des Flechtens der Körbchenhöhe war ziemlich monoton. Reihe für Reihe, strikt nach dem Muster, ohne Änderungen. Allerdings möchte ich einige einfache Tipps mit euch teilen, die mir bei diesem Projekt geholfen haben. Erstens, macht euch Notizen. Manche Projekte lassen sich sehr schnell in einem Durchgang umsetzen, vor allem wenn es sich um etwas Einfaches oder Kleines handelt. Aber größere oder komplexere Projekte erfordern natürlich mehr Zeit und Pausen. Während ich an diesem Projekt arbeitete, begann ich aufzuschreiben, an welchem Punkt des Flechtens ich aufgehört hatte.
Zum Beispiel, ich habe in der Mitte der 12. Reihe an der 21. Ständer gestoppt. Das half mir nach einer Pause schnell zur Arbeit zurückzukehren, ohne mich zu erinnern oder die Reihen neu zu zählen. Eine einfache Notiz sparte mir Zeit und Nerven. Zweitens, beseitigt äußere Ablenkungen. Normalerweise höre ich Musik oder Podcasts während der Arbeit, aber nicht in diesem Fall. Wenn zum Beispiel Zahlen im Hintergrund zu hören waren, brachten sie mich völlig durcheinander, weil ich in Gedanken ständig meinen eigenen Zählrhythmus hatte. Zum Beispiel 5 unter, 3 über, Luftmasche, 3 über und noch einmal. Das mit einer Hintergrundgeschichte zu kombinieren, war zu kompliziert. Deshalb entschied ich mich, mich vollständig auf das Projekt in absoluter Stille zu konzentrieren. So ging der Prozess schneller und es gab weniger Fehler. Das ist im Grunde alles, was ich zu diesem Abschnitt sagen wollte. Kommen wir nun zum schwierigsten, aber nicht weniger interessanten Abschnitt, der Formung des Griffs. Für diesen Korb habe ich mich entschieden, durchgehende Griffe zu machen. Zu diesem Zeitpunkt schien mir das die perfekte Lösung zu sein. Allerdings ahnte ich nicht, dass diese Entscheidung dazu führen würde, die Griffe unzählige Male neu zu flechten. Aber dazu später mehr. Theoretisch werden solche Griffe ganz einfach gemacht. Man bestimmt die Position der Löcher für die zukünftigen Griffe. Danach wird das Flechten nicht mehr spiralförmig um den gesamten Korb fortgeführt, sondern schlangenförmig. Zuerst werden die Wandteile auf einer Seite des Griffs geflochten und dann auf der anderen Seite. In einer Höhe von 23 cm begann ich den Griff zu formen. Mein Ziel war es, dass die Öffnung für den Griff eine Höhe von 4 bis 5 cm hat. Dabei musste ich ein paar Zentimeter für den Randabschluss einplanen. Die Gesamthöhe meines Korbes durfte 30 cm nicht überschreiten. Etwas niedriger wäre in Ordnung, aber keinesfalls höher. Zuerst wählte ich die Seiten des Korbes aus, an denen die Griffe platziert werden sollten. Mir gefielen 2 bestimmte Seiten, also beendete ich das aktuelle Flechten. Ich trug einen Tropfen Sekundenkleber auf, schnitt das Arbeitsröhrchen ab und entfernte das Schwänzchen, das seit Beginn des Wandflechtens auf seinen Einsatz wartete. Diese Markierung des Reihenbeginns wurde nicht mehr benötigt, da es Zeit war, neue Marker zu setzen. Jetzt markierte ich mit Hilfe von Markern die Breite des Griffs, orientiert an der Breite meiner Handfläche. Das ist wichtig, damit der Griff bequem zu benutzen ist. Dann markierte ich auf die gleiche Weise die Breite auf der gegenüberliegenden Seite des Korbes. Mit 2 Griffen ist der Korb schließlich viel einfacher zu tragen. Anschließend wird das Flechten schlangenförmig von einem Marker zum anderen geführt, bis der Griff die gewünschte Höhe erreicht. An der Markierungsgrenze füge ich ein neues Arbeitsröhrchen ins Flechtwerk ein. Auch hier wieder mit Hilfe von Luftmaschen. Das Schwänzchen kann man gleich verstecken, indem man es einfach in die Luftmaschen einlegt. Ich machte ein paar Luftmaschen, um 1 Zentimeter Abstand zur vorherigen Reihe zu schaffen. Außerdem hatte ich geplant, bei den markierten Ständern jedes Mal Luftmaschen zu machen, um den Rand des Griffs zu gestalten und das Arbeitsröhrchen in die nächste Reihe zu heben. Nun begann ich bis zum nächsten Marker streng nach dem Muster zu flechten. Diese Reihe war ziemlich einfach. Ein Wechsel zwischen eine darüber, eine darunter, mit Luftmaschen nur am 8. Ständer. Alles lief glatt.
An der Markierungsgrenze des zweiten Griffs machte ich wieder ein paar Luftmaschen, um 1 Zentimeter Abstand zu schaffen und die nächste Reihe zu beginnen. Diesmal aber in die entgegengesetzte Richtung. Hier begann das Schwierigste. Da es sich um eine neue Reihe handelte, bedeutete das eine andere Kombination der Arbeitsröhrchen und dazu noch in die entgegengesetzte Richtung. In diesen Phasen musste ich den Griff immer wieder neu flechten, weil ich mich im Muster verhedderte. Jedes Mal, wenn ich in die entgegengesetzte Richtung flocht, verlor ich den Überblick über das Muster. Und ich atmete jedes Mal erleichtert auf, wenn das Flechten in die mir vertraute Richtung zurückkehrte. In die entgegengesetzte Richtung zu flechten, war die größte Herausforderung für Gehirn und Hände. Nach einer Höhe von 23 Zentimetern hatte ich das Muster zwar gelernt und blickte nur noch selten auf die Anleitung. Aber als ich begann, in die entgegengesetzte Richtung zu flechten, weigerten sich meine Hände, mein Gehirn und meine Augen strikt, das vertraute Muster umgekehrt zu akzeptieren. Jeder Schritt fiel mir schwer, aber mit Mühe und Not schaffte ich es, die notwendigen Zentimeter für den Griff zu flechten. Das war jedoch nur die halbe Aufgabe, denn dieselben Schritte musste ich auf der gegenüberliegenden Seite des Korbes wiederholen, um die Griffe vollständig zu formen. Als ich schließlich den zweiten Teil der Griffe fertig geflochten hatte, war es Zeit, das Flechten des gesamten Korbes abzuschließen. Also, gleich vorweg. Leider ist es mir nicht gelungen, den gesamten Prozess dieser Randabschlusstechnik detailliert und verständlich aufzunehmen. Beim Durchsehen des aufgenommenen Videos wurde klar, dass alles etwas chaotisch und verwirrend aussieht. Für diesen Korb habe ich mich jedoch für den Randabschluss in der Umwicklungstechnik entschieden. Auf meinem Kanal gibt es bereits ein ausführliches und gelungenes Tutorial zu dieser Technik. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Prinzip ist genau das gleiche wie in dem Tutorial, nur mit ein paar kleinen Unterschieden. In diesem Korb gibt es deutlich mehr Ständer, was alles etwas unordentlicher wirken lässt. Aber die Methode bleibt dieselbe. Jetzt versuche ich euch zu erklären, was ich genau gemacht habe und welche wesentlichen Unterschiede es im Vergleich zum Tutorial gab. Das Prinzip dieser Technik ist recht einfach.
Alle Ständer werden waagerecht geneigt, auf die gleiche Länge gekürzt und dann mit einem neuen Röhrchen umwickelt. So entsteht eine saubere und harmonische Umwicklung. Bei diesem Korb habe ich genau das gemacht, die Ständer geneigt und auf eine Länge gekürzt. Besonderes Augenmerk habe ich jedoch auf den Bereich mit dem Griff gelegt. Dort hätte es keinen Sinn gemacht, die Ständer zu neigen, da sie sonst einfach in der Luft hängen würden. Also habe ich sie gekürzt und diesen Bereich zusätzlich verstärkt. Die Ständer links vom Griff habe ich länger gelassen, damit sie die gesamte Breite des Griffs abdecken. Ein weiterer wichtiger Punkt: die Eckständer. Diese habe ich waagerecht geneigt und so belassen, dass sie die gesamte Länge einer Korbseite abdecken, also von einer Ecke zur anderen. Meiner Meinung nach macht das die Konstruktion stabiler. Nachdem alle Röhrchen geneigt und waagerecht ausgerichtet waren, habe ich ein neues Röhrchen genommen und die Ständer entlang des Korbumfangs umwickelt. Und das war's eigentlich schon. Jetzt die letzten Schritte, um diesen Korb fertigzustellen. Durch die vielen Korrekturen, Fehler und das wiederholte Flechten und Kürzen hat sich an vielen Röhrchen die Farbe abgelöst. Besonders bei meinen schwarzen Röhrchen, die ziemlich empfindlich sind. Deshalb musste ich alles sorgfältig nachfärben. Das war zwar etwas mühsam, aber am Ende sieht das Ergebnis viel besser aus. Der letzte Schritt: das Lackieren. Das ist der einfachste Teil. Ich habe den Klarlack mit Wasser im Verhältnis 1:2 verdünnt und dann den ganzen Korb ganz sorgfältig damit lackiert. Ich habe das Produkt fast in die Lösung getaucht, damit der Lack in alle Zwischenräume gelangt. Nachdem der Korb vollständig lackiert war, habe ich ihn zum Trocknen beiseite gelegt. Nun, da der Korb fertig ist, möchte ich meine Gedanken mit euch teilen. Ehrlich gesagt habe ich gemischte Gefühle zu diesem Projekt. Fehler, Korrekturen, all das hat mich manchmal frustriert und ermüdet. Aber auf der anderen Seite war es mein erster Versuch mit dieser ungewöhnlichen Technik. Und wie man so schön sagt, aller Anfang ist schwer. Das ist völlig normal. Wichtig ist, dass ich wertvolle Erfahrungen gesammelt habe und diese bereits bei meinem zweiten Korb umsetzen konnte. Hier ist er, mein zweiter Versuch. Was meint ihr, was habe ich verändert? Außer dem Muster. Meiner Meinung nach sehen die beiden Körbe völlig unterschiedlich aus, obwohl die Technik dieselbe geblieben ist. Es wäre spannend, eure Meinung zu hören. Wie findet ihr diesen Flechtstil? Hat er euch gefallen oder nicht? Für mich persönlich ist diese Technik eine Mischung aus faszinierend und fordernd. Aber genau solche Herausforderungen helfen uns, zu wachsen und besser zu werden. Vielen Dank, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt. Ich hoffe sehr, dass meine Tipps euch bei euren Projekten weiterhelfen. Teilt eure Gedanken, stellt Fragen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss!